Hallo und guten Abend oder besser gesagt guten Morgen, liebe Zuschauer. Der Papst in Deutschland, das war das herausragende Ereignis des Tages. Sehen Sie dazu unseren Bericht. Papst Johannes Paul II. Begann seinen anstrengenden Tag bereits heute früh um 8 Uhr mit einer Stippvisite bei Bundespräsident Richard von Weizsäcker in der Bonner Villa Hammerschmidt. 1,5 Stunden später sprach er vor 70.000 Gläubigen im Köln-Müngersdorfer Stadion die Karmeliternonne Edith Stein selig. Die gebürtige Jüdin war 1933 zum katholischen Glauben übergetreten und 1942 im KZ Auschwitz ermordet worden. Nun darf sie als Märtyrerin in der katholischen Kirche verehrt werden. Ein paar Stunden später feierte der Papst auf dem Domplatz von Münster einen Vespergottesdienst und verurteilte darin mit aller Entschiedenheit die Abtreibung. Kein Mensch dürfe vom anderen gering denken, ihn misshandeln oder sogar töten, sagte er. Denn das Recht auf Leben ist das fundamentalste und heiligste aller Menschenrechte. Mit einem Besuch am Grab des Münsteraner Kardinals Clemens August von Galen, der im Dritten Reich gegen die Euthanasie gekämpft hat, ging der Tag heute um 20:45 Uhr für den Hohen Gast aus Rom nach mehr als 12 Stunden zu Ende. Das andere herausragende Ereignis des jetzt bereits schon gestrigen Tages, 1. Mai, der Tag der Arbeit, der Tag der großen Arbeiter, Demonstration und Funktionärsreden. Die Hauptveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes fand in diesem Jahr in Saarbrücken statt. Arbeit schaffen, Umwelt schützen, Technik sozial gestalten, war das Motto aller DGB-Kundgebungen. Vor rund 15.000 Menschen vor dem Saarbrücker Arbeitsamt sagte DGB-Chef Ernst Breit: Liebe Freunde, zum Abbau der Arbeitslosigkeit gehört auch die Fortsetzung der Politik der Arbeitszeitverkürzungen. Arbeitszeitverkürzung ist ein wirksamer Beitrag zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Die 38,5-Stunden-Woche hat 150.000 Arbeitsplätze gebracht und noch einmal 75.000 schafften die tarifvertraglichen Vorruhestandsregelungen. Für den DGB ist der Kampf um Arbeitszeitverkürzung die wichtigste Aufgabe des Jahres. Viele Gewerkschaftsführer riefen zum Widerstand gegen Bonns Wirtschaftspolitik auf. Sie drohten der Bundesregierung, die ganze Macht des Deutschen Gewerkschaftsbundes einzubringen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Die Ursache für das schwere Zugunglück in Ansbach am Mittwochvormittag ist offenbar geklärt. Das Signal für den Güterzug stand auf Halt. Der Zug fuhr dennoch weiter und rammte einen D-Zug. Bei dem Unglück kam ein 74-jähriger Mann ums Leben. 41 Menschen wurden verletzt. Die Ergebnisse vom Fußball. In der ersten Bundesliga trennten sich Borussia Dortmund und der 1. FC Köln 1:1. Blau-Weiß 90 Berlin verliert 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Noch etwas aus der zweiten Bundesliga. Arminia Bielefeld gegen den Karlsruher SC 1:1 und Wattenscheid gegen die Stuttgarter Kickers unentschieden 3:3. Zum 26. Mal ging in Frankfurt am 1. Mai es um den Henninger Turm. Dieses Radrennen ist eigentlich die einzige bedeutende Profiveranstaltung in der Bundesrepublik. An der Jagd durch den Taunus beteiligten sich natürlich Landes- und Weltmeister aus zahlreichen Nationen. Kein leichtes Heimspiel also für die beiden stärksten Deutschen im Feld, Didi Thurau und Rolf Göls. 1 Sekunde, 8 Uhr und 40 Minuten. Rudi Altig hat die Startflagge gesenkt. Das 26. Rennen rund um den Henninger Turm läuft. Zunächst allerdings eher etwas gemütlich. Wie beim Maiausflug wurden die Taunushänge erklommen. Erst bei den Abfahrten vom Großen Feldberg und Hoher Wurz kam das Peloton in Schwung, bei Geschwindigkeiten bis zu Tempo 100. Den ersten ernsthaften Angriff gab es nach mehr als 100 Streckenkilometern. Aus ihm ging der radelnde Doktor, der Holländer Maarten Ducrot, aus der Mannschaft von Rolf Göls als Sieger hervor. Wie schon im Vorjahr fuhr er 25 Kilometer allein, ehe ihn das Feld dann wieder schluckte. Rolf Göls und Didi Thurau fuhren stets an der Spitze des Feldes mit, attackierten häufig. Ein Moment der Unaufmerksamkeit kostete jedoch alle Chancen. Beide mussten kurz vor Erreichen des Henninger Turms 8 Kollegen ziehen lassen, darunter Ex-Weltmeister Henny Kuiper und den Iren Stephen Rodge. Doch ein Außenseiter machte das Rennen. Sein Teamkamerad Bob Rohl aus Amerika jubelt schon im Hintergrund, als der Norweger Dag Otto Lauritzen vor den Holländern Stephen Hagen und Lubberding nach mehr als 6 Stunden über den Zielstrich rollt. Lokalmatador Didi Thurau war als bester Deutscher zufrieden.
Wie wird das Wetter am Sonnabend? Im Norden meist dicht bewölkt und Regen, nur vereinzelt kommt die Sonne durch, Tageshöchstwerte um 12 Grad. In den mittleren Landesteilen wechselnd bewölkt und nur vereinzelt Schauer. Die Temperaturen allgemein um 17 Grad. Im Süden vormittags sonnig, ab Mittag dann Bewölkungsaufzug und stellenweise leichter Regen mit Durchschnittswerten um 20 Grad. Tja, auch wenn das Wetter morgen nicht so freundlich werden sollte, unser Tipp: fahren Sie doch trotzdem in den Wald und genießen Sie das herrliche Frühlingsgrün. Die Bäume sind ja bekanntlich recht gute und nützliche Regenschirme. Das war's, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Schlafen Sie gut. Bis morgen. Tschüss. Ich hoffe, liebe Zuschauer, Sie hatten einen schönen 1. Mai, haben, wie es mein Kollege Michael Kwiatkowski vorgeschlagen hat, auch Ihren Spaziergang gemacht. Ja, ich möchte mich von Ihnen verabschieden, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen bei uns gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin dann. Tschüss. Er ins Ruhrgebiet. Dort ist in Bottrop auf einer Zeche eine Begegnung mit Wirtschaftsmanagern und Betriebsräten vorgesehen. Man hält es für möglich, dass der Papst bei dieser Gelegenheit auf das Problem der Massenarbeitslosigkeit in den Industrieländern eingeht. Am Freitag stand der Papstbesuch ganz im Zeichen der Bemühungen um eine Verständigung zwischen Christen und Juden. Während einer großen Glaubenskundgebung im Kölner Stadion sprach das Oberhaupt der katholischen Kirche, die konvertierte Jüdin, die Nonne Edith Stein, selig. Sie war von den Nationalsozialisten ermordet worden.